Stellen Sie sich ein riesiges, ungezähmtes Gebiet vor, das sich über Tausende von Quadratkilometern erstreckt, mit Gebirgsketten, sich windenden Flüssen, Geysern, die Dampf in den Himmel schießen, und endlosen Weiden. Das ist der Yellowstone-Nationalpark in den Vereinigten Staaten. Heute ist er als einzigartiger Ort bekannt, zu dem Tausende von Touristen kommen, um die unglaubliche Harmonie der Tier- und Pflanzenwelt zu erleben. Doch vor 100 Jahren hatten die Menschen keine Ahnung, dass sie mit der Ausrottung der Wölfe in diesem Gebiet ein ganzes Natursystem zerstören würden. Genau davon handelt diese Geschichte. Sie werden erfahren, wie nur 14 Wölfe das Schicksal eines riesigen Ökosystems veränderten, ihm neues Leben einhauchten, das Gleichgewicht wiederherstellten und der örtlichen Wirtschaft Milliarden von Dollar einbrachten. Klingt unfassbar? Lassen Sie uns herausfinden, wie es dazu kam. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts betrachteten die Menschen in den Vereinigten Staaten Wölfe ganz einfach, sie galten als gefährliche Raubtiere und Schädlinge, die ausgerottet werden mussten. Staatliche Jäger wurden offiziell beauftragt, jeden Wolf, dem sie begegneten, zu vergiften, zu erschießen oder in Fallen zu legen. Im Jahr 1926 war das letzte Wolfsrudel im Yellowstone verschwunden. Die Menschen feierten, weil sie dachten, sie hätten das Problem endlich gelöst. Aber sie hatten keine Ahnung, dass sie gerade ein entscheidendes Stück aus dem komplexen Mechanismus der Natur entfernt hatten. Zunächst schien alles in Ordnung zu sein. Ohne Wölfe wurden die Elchherden größer, und die Touristen freuten sich, diese großen Tiere überall zu sehen. Doch in Wirklichkeit hatten stille, unbemerkte Veränderungen begonnen. Da die Elche ihr wichtigstes Raubtier verloren hatten, waren sie nicht mehr vorsichtig. Sie konnten stundenlang an jungen Trieben und Sträuchern grasen, vor allem in der Nähe von Flüssen und auf feuchten Wiesen, wo die Vegetation üppig war. Stellen Sie sich das wie eine Party ohne Eltern vor, bei der Teenager den gesamten Kühlschrank ausräumen. Elche räumten die Umgebung aus und ließen jungen Espen, Weiden und Pappeln keine Chance, zu wachsen. Im Laufe der Jahre verschwand die Vegetation entlang der Flüsse. Ohne Bäume wurden die Flussufer schwächer, der Boden erodierte, das Wasser wurde schlammiger, und die Flüsse begannen zu meandern und auseinanderzubrechen. Die Landschaft verschlechterte sich langsam, auch wenn sie oberflächlich betrachtet immer noch schön aussah. Anfang der 1990er Jahre wurde den Wissenschaftlern klar, dass sich der Yellowstone in einer Krise befand. Das Ökosystem konnte sich nicht normal entwickeln. Es musste dringend etwas unternommen werden. Viele Ideen scheiterten. Die Jagd auf Elche half wenig, es ging nicht nur um ihre Zahl, sondern auch um ihr Verhalten. Die Elche hatten keinen Grund, etwas zu fürchten. Es gab keine Gewalt, die sie dazu gebracht hätte, ihre Gewohnheiten zu ändern oder von einem Ort zum anderen zu ziehen. Da kam eine kühne Idee auf, warum nicht die Wölfe wieder einführen. Doch die Wiederansiedlung von Raubtieren ist nicht so einfach, wie es klingt. Die örtlichen Landwirte waren besorgt, was wird mit unserem Vieh geschehen? Die Jäger waren wütend, die Wölfe werden alle Elche auffressen, die wir jagen. Es gab sogar Gerüchte über Superwölfe, die angeblich speziell gezüchtet wurden, um die örtliche Tierwelt auszurotten. Kaum zu glauben, aber die Menschen befürchteten, dass die Regierung etwas Schreckliches plante. Trotz aller Proteste traf die US-Regierung 1995 eine kühne Entscheidung, sie brachte 14 kanadische Wölfe nach Yellowstone und setzte sie in der Wildnis aus. Diese Wölfe wurden sorgfältig ausgewählt, wobei ihre Genetik, ihr Verhalten und ihre Jagderfahrung berücksichtigt wurden. Es wurden Wölfe ausgewählt, die in der Vergangenheit weder Menschen noch Nutztiere angegriffen hatten. Die Wölfe wurden in speziellen Kisten transportiert und eine Zeit lang in Gehegen gehalten, um sich an ihr neues Zuhause zu gewöhnen. Dann wurden sie freigelassen. Was dann folgte, war ein wahres Drama in der freien Wildbahn. Die Wölfe zerstreuten sich nicht nur nicht, sondern gediehen sogar. Jedes Wolfsrudel hatte seinen eigenen Charakter und seine eigenen Jagdstrategien. Wissenschaftler und Touristen begannen, sie wie Figuren in einer Fernsehserie zu verfolgen. Ein berühmtes Rudel war das Druidenrudel, und sein Anführer, ein Wolf namens 21M, erhielt den Spitznamen der Gentleman. Er verblüffte alle mit seinem Verhalten, das Raubtier tötete keine besiegten Rivalen, adoptierte verwaiste Welpen und war nur einer einzigen Gefährtin treu. Als diese starb, hörte 21M auf zu fressen und starb schließlich vor Kummer.
Geschichten wie diese veränderten die Einstellung der Menschen gegenüber Wölfen. Sie erschienen nun nicht mehr nur als Raubtiere, sondern als Kreaturen mit einem komplexen Sozialleben. Die wichtigsten Veränderungen begannen, als Wölfe begannen, Elche zu jagen. Die Raubtiere führten das wieder ein, was Wissenschaftler die Ökologie der Angst nennen. Elche konnten nicht mehr stundenlang an einem Ort stehen, ohne sich Sorgen zu machen. Sie mussten in Bewegung bleiben und sicherere Gebiete aufsuchen. Die Ergebnisse waren erstaunlich: Dort, wo die Elche früher alles abgegrast hatten, begannen sich Bäume und Sträucher zu erholen. Innerhalb weniger Jahre wuchsen entlang der Flüsse wieder Espen, Weiden und Pappeln. Die starken Wurzeln dieser Bäume stabilisierten die Ufer und machten die Flüsse sauberer, gerader und stabiler. Diese Veränderungen wirkten sich nicht nur auf Pflanzen, sondern auch auf andere Tiere aus. Als die Bäume zurückkehrten, kamen auch die Biber zurück. Vorher gab es nur eine einzige Biberkolonie im Park. Nach der Rückkehr der Wölfe wuchs die Zahl der Kolonien rasch an. Heute sind es so viele, dass es Wissenschaftlern schwerfällt, sie zu zählen. Biber bauen Dämme, wodurch kleine Teiche entstehen, die den Wasserfluss verlangsamen. Diese neuen Feuchtgebiete wurden zur Heimat für viele andere Lebewesen: Frösche, Enten, Fische, Otter. Das Wasser wurde sauberer und der Boden wurde stärker. Biber sind die Ingenieure der Natur, und die Wölfe haben durch ihre indirekte Wiederansiedlung eine Kaskade positiver Veränderungen ausgelöst. Auch die Grizzlybären profitierten von den Wölfen. Nach einer erfolgreichen Jagd lassen Wölfe Reste ihrer Beute zurück. Diese Reste sind ein guter Snack für Bären. Aber das ist noch nicht alles: Dank der zurückkehrenden Sträucher begannen auch wieder Beeren zu wachsen, die den Grizzlys im Spätsommer eine wichtige Nahrungsquelle boten. Auf diese Weise halfen die Wölfe den Bären, harte Zeiten zu überstehen. Doch nicht alle haben davon profitiert. Kojoten, die zuvor an der Spitze der Pyramide mittelgroßer Raubtiere gestanden hatten, bekamen starke Konkurrenz durch Wölfe. Ihre Zahl ging um die Hälfte zurück. Letztendlich erwies sich dies jedoch als gut für das Ökosystem. Kleine Säugetiere wie Mäuse und Wühlmäuse begannen zu gedeihen, weil es weniger Kojoten gab. Das bedeutete mehr Nahrung für Eulen, Falken, Füchse, Wiesel und viele andere. Die Natur fand wieder einmal ein komplexes, aber harmonisches Gleichgewicht. Einer der überraschendsten Aspekte dieser Geschichte sind die wirtschaftlichen Auswirkungen der Rückkehr der Wölfe. Forscher schätzten, dass Touristen, die den Yellowstone besuchen, nur um Wölfe zu sehen, den örtlichen Gemeinden jährlich etwa $35 Millionen einbringen. Aber der wirtschaftliche Nutzen geht über den Tourismus hinaus. Gesunde Wälder absorbieren aktiv Kohlendioxid und tragen so zur Abschwächung des Klimawandels bei, ein globaler Nutzen in Milliardenhöhe. Stabilisierte Flussufer verringern die Kosten für die Reparatur von Straßen und Brücken, da sie nicht mehr vom Wasser erodiert werden. Saubereres Wasser bedeutet geringere Filtrationskosten. Einige Studien behaupten, dass all diese Vorteile zusammen unglaubliche $100 Milliarden einsparen könnten. Die Wiederansiedlung von Wölfen brachte jedoch auch Herausforderungen mit sich. Wölfe erkennen die Grenzen des Parks nicht an. Wenn sie den Park verlassen, laufen sie Gefahr, von Jägern oder Landwirten erschossen zu werden. So wurde die legendäre Wölfin 06832F, die weltweit bekannt ist, getötet. Ihr Tod löste internationale Empörung aus. Trotz solcher Verluste passen sich die Wölfe weiter an. Rudel zeigen sich widerstandsfähig, sie verlieren Anführer, finden aber immer wieder neue. Das Leben geht weiter, und wir lernen immer mehr über die komplizierten Verbindungen zwischen verschiedenen Arten in der Natur. Heute gibt es mehrere hundert Wölfe im Greater Yellowstone-Ökosystem. Sie sind zu lokalen Legenden geworden und ein wichtiger Teil der Geschichte des Parks. Touristen kommen aus der ganzen Welt, um sie zu sehen. Außerdem hat der Erfolg dieses Experiments andere Länder inspiriert. In Europa beginnen die Wölfe, die einst fast ausgerottet waren, auf natürliche Weise zurückzukehren. Die Wissenschaftler nutzen die Erfahrungen von Yellowstone, um diesen Prozess besser zu steuern. In Schottland wird über die Wiederansiedlung von Wölfen diskutiert, um die Hirschpopulationen zu kontrollieren. In Italien, Frankreich und Deutschland kehren die Wölfe von selbst zurück, und die Gesellschaft lernt, wieder mit ihnen zu koexistieren.
Auch in China schauen Ökologen auf das Beispiel von Yellowstone und überlegen, wie sie ihre eigenen Reservate verbessern können. In dieser Geschichte geht es nicht nur um Wölfe. Sie ist eine Lektion darüber, wie die Natur funktioniert. Wir neigen dazu zu glauben, dass wir die Natur Stück für Stück reparieren können, hier ein paar Hirsche mehr jagen, dort ein paar Bäume pflanzen. Aber der beste Weg ist, das Schlüsselelement wiederherzustellen, das das gesamte System zusammenhält. Im Fall von Yellowstone waren dieses Schlüsselelement die Wölfe. Sie wurden zum Auslöser für massive Veränderungen, die sich kaskadenartig auf das gesamte Ökosystem auswirkten, vom Elch bis zum Biber, von der Birke bis zum Bären, von den Flüssen bis zum Grundwasser. Interessanterweise entdecken Wissenschaftler immer noch neue Vorteile der Rückkehr der Wölfe. Einige Studien deuten darauf hin, dass die Wölfe indirekt das Klima des Parks beeinflussen, indem sie die Verteilung der unterirdischen Wärme aufgrund der wiederhergestellten Böden und Vegetation beeinflussen. Andere untersuchen, wie Wölfe die Ausbreitung von Krankheiten unter Wildtieren beeinflussen, indem sie schwache und kranke Individuen entfernen und so die Gesundheit der Gesamtpopulation verbessern. Je mehr wir nachforschen, desto tiefer entdecken wir die Zusammenhänge in der Tierwelt. Letztendlich haben uns die 14 kanadischen Wölfe, die 1995 freigelassen wurden, etwas Unglaubliches gezeigt. Schon ein kleiner Schritt kann das Schicksal eines riesigen Gebiets dramatisch verändern. Sie haben gezeigt, dass die Natur sich selbst heilen kann, wenn man ihr eine Chance gibt. Anstatt zu versuchen, alles auf einmal zu kontrollieren, müssen wir manchmal den Dirigenten des Orchesters zurückholen. Im Yellowstone waren das die Wölfe. Stellen Sie sich die Szene vor, frühmorgens, ein leichter Nebel liegt über dem Gras. Das Heulen eines Wolfsrudels hallt in der Ferne wieder. Die Elche werden nervös und vermeiden es, sich zu lange am Fluss aufzuhalten. Biber nagen an Holz und bauen stabile Dämme. Weiden und Ästen rascheln mit ihren Blättern und schützen die Flussufer vor Erosion. Bären streifen träge durch die Gegend, weil sie wissen, dass sie etwas zu fressen finden werden, während Füchse durch das Gras schleichen und nach Mäusen jagen. Enten fliegen über die Landschaft und sogar die Flüsse scheinen leichter zu atmen, werden klarer und glatter. All das ist das Ergebnis der Rückkehr der Wölfe. Diese Geschichte hat nicht nur Ökologen und Wissenschaftler inspiriert, sondern auch ganz normale Menschen. Sie erinnert uns daran, dass alle Arten in der Natur durch unsichtbare Fäden miteinander verbunden sind. Entfernt man eine wichtige Art, so bricht das ganze System zusammen. Bringt man sie zurück, beginnt die Natur, sich selbst zu heilen. Ja, es läuft nicht immer glatt, es gibt Konflikte mit Einheimischen, legendäre Tiere sterben, und es entstehen hitzige Debatten. Aber das Gesamtbild zeigt, dass Wölfe weit mehr Gutes als Schlechtes gebracht haben. Wenn Sie jemals den Yellowstone besuchen, schauen Sie sich diese weiten Täler an, die Wolfsrudel, die sich geschickt im Schatten der Wälder verstecken, die reißenden Flüsse, die ihr Wasser durch grüne Ufer führen. Denken Sie daran, dass sich hinter dieser Schönheit eine komplexe Geschichte verbirgt, die zeigt, wie der Mensch das ökologische Gleichgewicht erst gestört und dann wiederhergestellt hat. Und denken Sie daran, wie 1995 gerade einmal 14 Wölfe einen gewaltigen Wandel einleiteten und damit bewiesen, dass die Natur nicht nur eine Summe von Einzelteilen ist, sondern ein einziger Organismus, der sich verändern und erneuern kann, wenn wir ihm nicht im Wege stehen. Diese Geschichte ist also kein wissenschaftliches Märchen, sondern eine durch umfassende Forschung gestützte Realität. Wissenschaftler, Ökonomen und Naturschützer sind sich einig, Wölfe haben dem Yellowstone neues Leben eingehaucht und wilde Rhythmen und Regeln wiederhergestellt. Wenn also das nächste Mal jemand sagt, dass ein kleiner Schritt nichts bewirken kann, denken Sie an diese 14 Wölfe, die das Schicksal eines ganzen Ökosystems verändert haben und uns Hoffnung und ein Verständnis für die Kraft natürlicher Prozesse vermitteln.